Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches One-Pot-Pasta-Rezept für cremige Hotdog-Nudeln mit Würstchen und Gewürzgurkenscheiben. Dafür als erstes eine mittelgroße Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Sobald die Zwiebeln richtig schön glasig sind, kommen die restlichen Zutaten dazu. 400 Gramm ungekochte Nudeln. Ich habe mich heute für Fusilli entschieden. Außerdem ein guter Esslöffel Senf, eine ordentliche Portion Ketchup, 100 bis 150 Gramm, einen Teelöffel Salz kommt auch noch mit dazu und danach die Flüssigkeiten, 200 Milliliter Sahne und 600 Milliliter Wasser dazu gießen. Das Ganze jetzt einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, dann zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel für etwa 10 bis 12 Minuten bei niedriger Stufe sanft köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind. In der Zwischenzeit schon mal die restlichen Zutaten bereitstellen. Außerdem schneide ich noch 6 Würstchen in kleine Stücke. Hier könnt ihr beispielsweise Wiener Würstchen oder aber auch Bockwürstchen verwenden, ganz wie ihr wollt. Die Nudeln von Zeit zu Zeit auch immer mal wieder umrühren, den Deckel abnehmen, alles einmal kurz durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, solange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss kommen dann die geschnittenen Würstchen mit dazu, außerdem etwa 200 Gramm Burgergurken, Essiggurken oder kleine Cornichons mit dazugeben, alles einmal gut umrühren, kurz mit durchwärmen und zum Schluss die Hotdog-Nudeln noch mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Anschließend sind wir fertig. Die Nudeln jetzt auf tiefen Tellern verteilen. Als Topping gebe ich nochmal etwas extra Ketchup drüber, außerdem ein paar Röstzwiebeln und so könnt ihr das Ganze dann servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.